Ja, also wir haben Sky Striker gespielt und wir haben ziemlich gut performt. Also wie die letzten 1000 Events. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also wir wollten halt ein gutes Deck gegen Salamangreat haben. Gegen Thunder solide aufgestellt zu sein. Genau. Wir haben halt unsere Liste wenig aufs Mirror Match und auf die Backrow Decks ausgelegt, weil die in dem Format einfach kaum vorhanden sind. Genau, also wir haben relativ wenig Mirrors erwartet und unser Deck kann eigentlich im Mirror Game 1 relativ wenig machen, aber ansonsten ist es ziemlich solide. Fang mal. Einmal 3 Ray. Race Bay. Dreimal Reaper. Wir sind trotzdem First gegangen. Wir hassen die Karte, aber in dem Format war sie einfach essentiell, weil sie Thunder, Dragons und Sunlight Wolf und Colors. Und das Gute an der ist halt, wenn man First geht, hat man eh nur ein Monster, das heißt, man kann die auch Going First triggern. Genau. Und die problematischen Decks haben halt immer mehrere Monster, um auf die Karten zu kommen, und das sind halt Autowins gegen die Decks. Thunder kann halt auch nicht mehr recyceln, weil die alle die Sekka-Variante spielen. Und die Soft Negates, die jucken einen eigentlich nicht. Genau, und gegen Salamangreat versucht man halt immer ins Grind-Game zu kommen. Und wenn man es schafft, den Sunlight Wolf rauszunehmen, dann können die nicht mehr mit einem grinden. Und dann kann man selbst mit einer schlechteren Hand, wenn man gedrollt wird oder so, noch mitspielen. Und ein großes Problem in dem Matchup ist halt, dass sie halt 3 Phantasme, 3 Draw spielen und die ganzen anderen Handtrips. Und wenn man dann hier die anderen Ressourcen cuttet, kann man vielleicht noch überleben durch Draw oder Phantasme. Als nächstes haben wir Ash gespielt, Staple. Die einzige Handtrap, die immer hittet. Denn typisch für uns die Götterkarte. Permanence. Diesmal hat sie kein Multiroll negiert, aber jede Menge Kolosses. Ja, einfach so eine solide Karte in jedem Matchup. Kann auch mal Spells und Traps negieren. Denn 3 weitere davon. Effekt Veiler, fast schon besser wie in Permanenz. Okay, warum 3 Veiler und 3 in Permanenz? Also Veiler war halt wichtig, dass wir den spielen wegen den ganzen Going Second Decks, auch Thunder, weil die alle 3 Denko spielen. Und dann kann man halt auch First gehen, ohne Angst vor Denko zu haben. Und das ist natürlich auch gut gegen Salamangreat, weil sie so nicht auf die Trap kommen. Das ist halt, die sind halt alle wichtig, um Salamangreat davor zu stoppen, dass sie auf die Trap kommen. Du willst einfach die Gazelle stoppen und danach dein Play aufbauen. Also auf den Turnieren, wo wir es getestet haben, da haben viele halt sofort die Wege auf Ray negiert. Und das geht halt nur, wenn sie die Trap haben. Ansonsten kann man halt durchspielen. Und da wollten wir halt einen Weg haben, wie sie eben nicht auf die Trap kommen. Dann Striker Spells, die Standard Spells. Ja, also wir haben halt 3 Area und 3 Roll gespielt. Wir haben, ja genau, 3-3 gespielt, weil wir halt nicht bricken wollten. Ja. Und unter Thunder Dragons brauchen wir halt auch Access of Raid, die nicht suchen. Genau. Und ja, wir hätten jetzt hier noch cutten können, aber das Deck hat eh schon teilweise jetzt Konstanzprobleme, weil wir auch Foolish und so gecuttet haben. Alle Matches, wo ich verloren habe, hatte ich keine Monster. Ja. Und so wollten wir halt wenigstens eine Chance haben mitzuspielen. Aber ich habe jetzt auch Matches verloren, weil ich halt zu viele von Killspells hatte. Es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, aber ich denke, es ist schon richtig 3 zu spielen. Dann spielen wir anders zu den meisten Builds 2 Eagle Booster. Aber wir finden, die ist halt nicht nur im Mirror Match krass, sondern regelt halt auch gegen Thunder Dragons, dass sie ja nicht killen können, und dann die ist eigentlich immer gut, auch durch die ganzen Handtraps, die jetzt im Format sind. Genau, und auch gegen Fusion of Fire zum Beispiel ist sie gut. Oder halt gegen den Bounce von Salamangreat. Also es gibt eigentlich, ist schon ziemlich solide. Auch gegen die Gates kann man mal was machen. Veiler kann man durchpushen, also es hat schon ziemlich viele Einsatzmöglichkeiten. Dann wie im Afterburner. Was jetzt, der ist nicht mehr so gut. Gegen Salamander ist er aber recht solide, weil du rennst halt über die Guys und die tun halt meistens direkt protecten, und dann tust du halt Memphis 2 Afterburner auf Monster und Spell und dann sind die ziemlich raus. Genau. Dann haben wir diesmal sogar wieder die Jamming Waves geaddet, weil Jamming Waves, insane. Wie oft gezogen und verloren? Wie verloren? Wie oft habt ihr Multiroll Jamming Wave gezogen? Oder dann verloren oder was? Das
deswegen verloren? Einmal. Die hat mir Spiele gewonnen, weil ich meine Field Spell schießen konnte. Die hat mir gegen Pendle ein Game gewonnen, weil ich damit Kerngorgen outen konnte. Und das ist einfach so krass gegen Salaman. Auch gegen Diablos ist sie gut. Ja, kam heute zwar nicht ab. Gegen Salaman geht köstlich, ja. Weil die meisten die Backrow. Und da liegt halt meistens bloß eine. Ja. Und dann halt lässig. Göttlich Sharkanen gegen Salaman. Sehr, sehr gut. In der Endphase Sharkanen auf Jaguar setzen und dann Spinny, was weiß ich, was rauskommt. Und ultra wichtig gegen Foxy. Ja. Weil Foxy ist ein richtiges Problem gegen unser Deck. Ja. Und dann spielen wir im Gegensatz zu den anderen Hercules Base, weil es einfach dumm ist und ignorant, ohne die Karte aufs Turnier zu gehen. Genau, gegen Salaman kann es vorkommen, dass man in den Grind kommt, wenn man mal nicht Cherries oder so hat. Wir spielen überhaupt keine Mirror-Match-Liste, aber die Karte allein gewinnt die Mirror-Matches. Deswegen ist es okay, wenn man keine Mirror-Match-Liste spielt. Dann Staples für die Consistency. Kein Foolish. Wir haben keinen Platz dafür. Wir müssen uns auf die Combo-Decks einlassen. Und deswegen haben wir auch keinen Twin Twister gespielt, sondern nur noch eine MST. 2 MST. Wie gesagt, gegen Salaman Great. Wenn man den hat, dann kann man die ruhig mal die Trap setzen lassen und kann dann einfach schießen. Dann ist ein One-for-One-Trade, der in Ordnung geht. Ja. Weil nicht gegen die Counter-Trap zu spielen ist halt, dann spielen die nur noch auf den Handtraps, wenn sie welche haben. Und das reicht oftmals nicht gegen Striker. Fangen wir an mit dem nächsten, oder? Ja. Also wie gesagt, unsere Reaper-Targets. Ja, wichtig ist halt noch, dass wir Callers gereapert haben, weil wir haben halt herausgefunden, dass wenn man den Sayuja reapert, dass dann trotzdem 2 Callers liegen. Und da kann man halt dann oftmals trotzdem nicht durchpushen. Und so haben wir halt gesagt, dann sollen sie halt ihre Negates hinlegen oder Titan oder wie auch immer, je nachdem welchen Bild sie spielen. Das ist dann egal. Und Striker, Line-Up sind stressig. Eine keiner bloß, weil eine reicht eigentlich. Weil wir auch Hercules Base spielen, kann man sie auch im Zweifelsfall recyceln. Genau. Und dann die Generic Links. In dir ist es so wichtige Karte. Ja. Genial, auch also gegen Thunder. Gegen Thunder ist so krass. Wenn man den plus Eagle Booster sticken kann. Und Multi-Game. Immer Game gegen die. Karl, du hast keinen Space Insulator gespielt. Nein, Wir haben keinen Space Insulator wir haben keinen Space Insulator gespielt wegen den Cherry Wir lieben Targets. die. Wir haben auch keinen Bomber Dragon gespielt. Das hat kein Bomber Dragon gespielt, leider. Und dann Phoenix ist halt wichtig. Also jetzt vor allem gegen Salaman Greats, halt der auch extrem krass, weil die immer den Link 2 haben. Und dann kann man easy in den reingehen. Das war auch ein Grund, warum wir den Space nicht gespielt haben. Und Ball Sword, der kommt halt ab wegen Time. Und Kills. Und du brauchst ihn vor allem manchmal im Mirror, um halt dann nicht in Kana-Range zu kommen. Und für Reaper ist halt auch krank, wenn du gegen Orcus spielst und die ganzen Going Second kaufen. Richtig. Was mir aufgefallen ist, ihr habt keinen Unicorn. Unicorn, da ist halt das Problem. Gegen Thunder zum Beispiel, man kann zwar einmal was wegnehmen, aber danach ist die Karte einfach tot und Dreier auf dem Board. Und wenn du den Gear so hast, der nimmt jede Runde eins. Nimmt halt jede Runde was. Er hat zwar den Pfeil, aber das muss dir in dem Fall einfach egal sein. Deck, 2 Seer Mode. Ja, wir haben ja recht viele. Wir spielen ja 12 Handtraps Main Deck. Ja, dann brauchen wir auch nicht so oft den Seer Mode, weil oft liegen ja noch gar nicht so viele Monster da. Ja. In der Regel ist es dann schon handelbar, was da schon liegt. Und dann haben wir halt recht viel gegen Backrow Decks noch drin. Und Mirror halt. Und Mirror. 8. Nee, es sind 7 Additional Backrow Removal. 2, weil man keine doppelt ziehen will. Wir haben jetzt also prinzipiell nicht so viel mit Altergeist gerechnet, aber eigentlich also schon mit Striker. Und der ist halt wichtig wegen Time, falls man nochmal in die Situation kommt, auch gegen Salamander ist er halt krass. Rennt rüber, der protected und dann kannst du immer noch die Backrow nehmen. Genau. Der forst halt immer sofort die Backrow raus. Und dann der Twin, logisch, das Mirror und Altergeist, ja. Und dann halt noch das Mirror 3 Shot Right. Kann man auch mal Going First zeigen gegen Salaman Great. Und dann Going First gegen Salaman Great, Thunder Dragon und all die Combo Decks. 3 Sound Limits. Einfach Emptiness. Dann können sie ihr Denko sonst wohin stecken, bringt alles nichts. Cannstatter Locals. Shoutouts an Kanikudo. An die Locals aus Cannstatt, an unser Team Freilos. An die Leute, die uns feiern. An Jannis Württemberger, der gerade Top 16 ist. Ich wünsche mir natürlich viel Glück. Und sonst noch jemand? Nö. Okay. Deine Mutter? An Thomas, der ist auch nicht.
Oh, boys.